Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, nachdem sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt hat mit den Legendary Dungeons, kommen wir jetzt langsam wieder in den Alltag von SF zurück. Ja, gestärkt natürlich mit neuem Equipment, Pipapo, Tralala, alles mit dabei. Und ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und wir haben natürlich noch einen Arsch voll Items hier noch, die wir irgendwie noch loswerden müssen. Zuallererst fangen wir aber erstmal mit den Items an, die natürlich am wichtigsten sind. Und zwar sind das diese, die wir hier noch zerlegen können, ja, weil die natürlich noch die ganzen Kristalle bringen, die mir jetzt noch momentan fehlen, ne? Und damit fangen wir jetzt gleich mal an. Wir haben hier einmal die Waffe, die hatte vorher mein Marquardt gehabt. Ne? Der hat jetzt auch meine jetzige Waffe oder die ich vorher hatte, bevor ich die legendäre bekommen habe. Ne? Das Teil werden wir jetzt zerlegen und kriegen dort nochmal richtig schön viele Kristalle raus und ab dafür. So, alleine dadurch könnten wir die Waffe jetzt noch zweimal verbessern. Ja, werden wir nicht tun, aber einmal werde ich die noch hochziehen. Auf 10 werde ich das Teil noch verbessern. So, wir haben einmal die Schuhe hier. Ne? Die hatte vorher auch mein Marquardt gehabt. Ja, kann auch keiner mehr gebrauchen, denke ich mal. Mal schauen, was hat der hier für Schuhe? 900, 907, okay, wäre auch kein großer Unterschied. Okay, falls ich die in die Toilette werfe wollen würde und daraus ein Kundschafter- oder Krieger-Item rauskommt, würde mir auch nicht viel bringen. Das heißt, das zerlegen wir auch sofort, bringt auch nicht mehr so viel. Ne? Ab dafür. Zack. So, das bringt uns schon mal gute Kristalle. Ja. Dann haben wir hier noch das Item. Ja. Das hatte ich, glaube ich, vorher gehabt, ne? Kann das mein Marquardt? Nee. Stimmt, ach so, ich hatte noch das gehabt vorher. Ja, 7-mal verbessert hier das Ganze und das ist auch 9-mal verbessert. Ja, wir können gucken, ob das irgendein anderer braucht hier. 882, ja, das wäre ein Upgrade auf jeden Fall so, ne? Aber, ja, das wäre auch für ihn ein Upgrade hier. Das Ding ist aber, das ist aber auch 9-mal verbessert und ich möchte langsam anfangen, meine Begleiter so legendär auszurüsten. Ja, legendär ausrüsten heißt, ich habe ja hier noch ganz viele Waffen gezogen. Ich habe ja 4 legendäre Waffen am Start. Ne? Und die werde ich jetzt mal versuchen, in nächster Zeit ja, so hinzukriegen, dass die dann meine Begleiter bekommen hier. Ne? Genau. So, und im Umkehrschluss möchte ich damit erreichen, dass zum Beispiel auch hier mein Marquardt, wo hier auch knapp 200.000 Kristalle drauf sind. Ich finde, für einen Begleiter ist das ein bisschen too much. So, also der macht auch heftigen Schaden und damit könnten wir Herkules natürlich auch etwas leichter besiegen, wenn das alles natürlich fair verteilt ist, sag ich mal so, von den Attributen her. Aber ich möchte es ein bisschen einbußen. Ich möchte meinen Marquardt zum Beispiel die Waffe abziehen. Ja, so bin ich, das mache ich einfach. Ich ziehe einfach den Marquardt, die Waffe ab, die 9-mal verbesserte. Möchte dafür denn eine legendäre Waffe ausrüsten, wahrscheinlich diese hier. Ja. Und weil die natürlich von den Stats her deutlich besser ist, vom Durchschnittsschaden auch, werde das aber nur 5-mal verbessern und die 9-mal verbesserte Waffe, die werde ich hier nochmal zerlegen. Ja, einfach aus dem Grund, weil mir das zu viele Kristalle auf dem Magier sind. Wenn wir das 5-mal verbessern hier das Ganze, dann sparen wir, mal gucken, 6-mal vielleicht, ja, oder 7-mal. Okay, 7-mal wird's. 7-mal ist mir zu teuer. 6-mal können wir verbessern. 7-mal das ist mir schon nicht mehr worth, muss ich sagen. Also der Sprung von 6 auf 7 kostet so viele Kristalle, das ist mir dann nicht mehr worth, muss ich sagen. Von 5 auf 6 geht noch, aber von 6 auf 7 ist mir ein bisschen zu viel. So, das heißt, wir verbessern die Waffe vom Marquardt hier 6-mal, ja. Ich muss mal gucken, habe ich noch einen Stein hier irgendwie? Nee, habe ich gerade nicht am Start. Ich könnte mir einen Stein rausnehmen. Dann würde ich auch die Ressourcen wieder bekommen. Glaube ich, ja. Ich habe hier Steingewinnung. Hier. Kosten. Ach so. Könnte ich aber mit Pilzen machen. Aber ich warte erstmal noch einen kleinen Moment, weil
wenn, dann möchte ich auch, dass mein Marquardt hier einen guten Stein reinbekommt. Also das ist auf jeden Fall erstmal mein Plan, ja. Also das Ding wird hier 6-mal verbessert, kriegt mein Marquardt und dann werde ich die Waffe einfach nehmen, zerlegen und wir haben, ja, einen Gewinn von 130.000? Ich habe jetzt nicht ganz auf dem Schirm, ich glaube 130.000 Kristalle. Das ist mir, ja, und wir boosten, glaube ich, 1-2 Stats ein, so, aber nicht allzu viel, so, weil das Ding ist natürlich, ist 9-mal verbessert, 561 ist eine Hausnummer, so auf jeden Fall, aber das hier, ja, das ist einfach deutlich besser. So, und dann kriegt er halt eine bessere Waffe, bisschen besser, bisschen weniger verbessert, dafür kriegt unser Main-Account aber deutlich mehr Kristalle. So, Gegenstand zerlegen wir, zack. Jetzt haben wir das auch, ja, und das ist auch auf jeden Fall mein Plan für andere Sachen. Jetzt zum Beispiel der Marquardt, da können wir noch viel mehr rausholen, ne? Also wir können ihn noch viel mehr schaden, so in dem Sinne, weil hier sind noch knapp 100.000 drauf, hier sind 100.000 drauf, hier sind 100.000 drauf, hier sind 100.000, ja, hier sind nicht ganz so viel, 32, 33, ja, hier sind es 52, 53 und auch nochmal 100.000 an Kristalle, ne? Das zusammengerechnet ist für einen Marquardt viel zu viel, so meines Erachtens. Also klar, wie gesagt, wenn ich darauf aus bin, der Beste zu sein hier und den Olymp-Gegner hier, weiß ich nicht, zu besiegen, dann gut, dann verbessert eure Begleiter so krass wie euren Main quasi. Ich sag euch aber, es ist halt nicht worth. So, der bringt 300 Millionen. Ja, es war cool, wenn ich den mal eines Tages besiegt bekomme, aber das schaffe ich auch so. Ne? Ich kann da auf jeden Fall warten, was die XP angeht. 300 Millionen sind auf meinem Level sehr, sehr wenig. Und dann nehme ich mir lieber die Kristalle mit und stecke die in mein Main-Equipment rein, damit ich dann hier in der Ehrenhalle noch ein bisschen besser dastehe. Weil wir schauen mal einfach, wir haben hier alles 9-mal verbessert. Ja, wir verbessern jetzt noch gleich ein bisschen was. Wir schauen mal erstmal, wie viel haben wir jetzt bekommen. 430.000 Kristalle haben wir jetzt erstmal nur dadurch bekommen. Ja, und da ist noch deutlich mehr rauszuholen. Ne? Wir schauen mal, wir haben alles 9-mal verbessert. Wir schauen mal auf die Konkurrenz. Ja, hier haben wir noch 8-mal, 9-mal, 9-mal. Also, ja, da bin ich schon mal besser am Start. Hier haben wir alles 10-mal, ne? Waffe 8-mal, sonst 10-mal, ja. Ne? Also da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen aufrüsten, was das angeht. 11-mal, also 12-mal sogar die Waffe, 10, 11, 12-mal. So, und Sir Webster ist, glaube ich, hier auch stark mit dabei. Hier auch 11-mal, 11-mal, alles 11-mal, so wie es aussieht, ne? Und da hänge ich halt bei vielen Sachen noch ein bisschen hinterher. So, und deswegen möchte ich da meine Kristalle ein bisschen von meinen Begleitern abziehen und auf mein Main-Equipment ummünzen. Ne? Das ist auf jeden Fall mein Plan dahinter. So, wir werden noch gleich erstmal hier noch so eins von diesen Schildern los, hier ein Kriegerschild, weil die Teile, ja, die bringen mir im Prinzip nichts. Die kann man auch nicht durch die Toilette spülen und nichts, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das sind die ersten Items, die ich jetzt zerlegen werde. Ne? Und danach folgen dann alle anderen Sachen. Ja, da werde ich jetzt langsam aber sicher mein Inventar aufräumen. So, was machen wir jetzt? Wir verbessern einmal die Waffe. Wir merken uns, 597 hat der gute Kollege jetzt. So, wir können zweimal verbessern, ist nicht worth. Also einmal verbessern ist schon echt, kostet schon echt viel, muss ich sagen. Aber dadurch, dass ich halt von ausgehe, dass ich die Waffe jetzt erstmal eine Zeit lang tragen werde, werde ich das Ding auch erstmal ein bisschen verbessern. So. Mein ganzes Equipment werde ich jetzt verbessern, weil das ist top aktuell jetzt alles hier. Ich habe alles neu ausgerüstet. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, meine Kristalle so zu investieren, wie ich es halt haben will. Ne, und das mache ich jetzt auch. Wir verbessern die Waffe einmal, merken uns 597, verbessern einmal, kostet 80.000. Boom. Und dann haben wir von 597 oder so auf 674. Das sind schon mal wieder gute Stats auf jeden Fall. Ne? Kostet natürlich auch ein paar Kristalle. So, wir könnten sie auch auf 11-mal hochziehen. Das wird auch nochmal gut was geben. Aber jetzt fangen wir erstmal an, die anderen Sachen ein bisschen zu verbessern. Die sind nämlich nicht ganz so teuer und bringen auch gute Stats. Ja? Wir haben hier knapp 300. Das verbessern wir einmal auf 10-mal. Sind hier auf 335. Sollte man nicht unterschätzen. Deswegen lieber alles gleichmäßig hochziehen.
Wir sind hier auch auf knapp 300. Zack. Ja, das sollte jetzt alles einigermaßen gleichwertig geupgradet werden. Boom. Ja. Und ich kann ja nochmal gleich ein Vorher-Nachher-Bild einbauen, wie es aussah vorher mit den Stats und wie es jetzt aussieht mit den Stats, um mal zu sehen, was alleine die Verbesserung ausmachen. Das wäre vielleicht ganz interessant noch gewesen. Ja, so, und wir machen weiter. Hier nochmal 40.000 investieren. Ja, das kommt alles auf selbe raus, so von den Verbesserungen her, weil es halt alles alles aktuelles Equipment ist, sag ich mal. Ne? So, zack. Alles 10-mal verbessern. Boom. Und dann kriegen wir sogar alles hier gleichmäßig alles auf 10 hoch. Ja, jetzt haben wir die Kristalle gut verteilt. Ne? Wir konnten alles einmal upgraden. Die Waffe war halt sehr wichtig. Die Waffe kostet halt am meisten von den Kristallen her, bringt aber auch am meisten Stats natürlich. Ne? So, jetzt haben wir hier nochmal einen schönen Boost bekommen. Ne? Wir haben unsere Hauptitems erstmal zerlegt, die wir noch auf dem Begleiter hatten. Und werden in naher Zukunft noch mehr abziehen, um noch mehr Kristalle zu gewinnen, um uns noch besser zu verbessern quasi. Ne? Alles 10-mal geupgradet, ja, das ist schon mal sehr cool. Wir sind eine Stufe weiter und vor allen Dingen auch von den Attributen her jetzt nochmal ein Stückchen stronger auf jeden Fall, ne? Was uns natürlich auch wieder ein Stückchen weiter in der Ehrenhalle voranbringt. Gut, so werden wir peu à peu immer stärker werden, ja, und ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin hier auf dem Weg, damit wir uns gemeinsam anschauen können, wo die Reise noch eines Tages mal hingehen wird. Ne? Das auf jeden Fall war es jetzt erstmal soweit von meiner Seite aus. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen zu den Verbesserungen hier. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten, wie gesagt, war es das soweit von mir. Bleibt stabil, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal.